Wer ca. 2 Millionen Euro über hat, der kann sich nun einen Rimac Nevera bestellen. Wir zeigen die ersten Aufnahmen vom Serienmodell und beleuchten selbstverständlich auch die technischen Daten. Damit hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive. Zugegeben, diesen rein elektrisch angetriebenen Sportwagen würden wir auch gerne einmal fahren, denn das Fahrgefühl muss wahnsinnig sein. Innerhalb von 1,85 Sekunden katapultiert man auf Tempo 100. Nach knapp 9,3 Sekunden durchbricht man bereits die 300 km/h-Grenze und als Höchstgeschwindigkeit verspricht der Hersteller aus Kroatien gar 412 Stundenkilometer. Nur Fliegen ist schöner, oder? Für den Vortrieb verantwortlich ist eine Gesamtleistung von 1408 Kilowatt, sprich 1914 PS für diejenigen, die noch umrechnen wollen. Ein Drehmoment von 2360 Newtonmeter und ein Viertelmeile-Rennen gewinnt man hier nach knapp 8,6 Sekunden. Wir verfügen hier über ein Systemdrehmoment von 2360 Newtonmeter und ein Viertelmeile-Rennen gewinnt man hier nach knapp 8,6 Sekunden. Angetrieben wird der Rimac Nevera von 4 Motoren. Das heißt, jedes der Räder hat also einen eigenen Elektromotor. Dieser elektrische Allradantrieb erhöht damit nicht nur die Performance und die Traktion, sondern auch die Fahrstabilität. Der Nevera berechnet mehr als 100 Mal pro Sekunde, wie viel Drehmoment an jedes Rad abgegeben wird, um die gewünschte Fahrdynamik durch Rimacs intelligentes All-Wheel-Torque-Vectoring-System zu erreichen. Das erhöht unterm Strich natürlich auch die Sicherheit. Aber da werden die 315 35 20 Zoll an der Hinterachse ganz schön um Gnade winseln, wenn man es hinterm Lenkrad mal so richtig krachen lässt. Denn optional wird aus diesem Show- und Scheinbolide ganz sicherlich auch ein Quertreiber. An der Vorderachse rollt der Rimac Nevera auf 275 35 R20 Zoll vom Band. Der Hersteller setzt hier übrigens auf die Michelin Pilot Sport 4S-Bereifung. Das Fahrzeug ist 4,75 Meter lang, ohne Außenspiegel 1,99 Meter breit und mit einer Höhe von 1,21 Meter kann man den Nevera durchaus als flache Flunder bezeichnen. Mit einem Gewicht von 2150 Kilogramm ist dieses elektrisch angetriebene Hypercar natürlich kein Leichtgewicht. Allerdings haben wir keine Zweifel daran, dass die 4 Elektromotoren potent genug sind, um das Gewicht leichtfüßig zu überspielen. Rimac setzt im Nevera übrigens auf ein 730-Volt-System. Die 6960 Lithium-Magnesium-Nickel-Zellen werden natürlich gekühlt. Ein 22 kW Onboard-Lader steht ebenso zur Verfügung wie eine HPC-Lademöglichkeit mit bis zu 500 Kilowatt. Bei einer geeigneten Infrastruktur und unter idealen Bedingungen könnte der Akku von 0 bis 80% innerhalb von 22 Minuten geladen werden. Die beiden Motoren vorne erreichen jeweils eine Peakleistung von 220 kW. Die hinteren Motoren steuern jeweils 480 kW hinzu. Der Rimac Nevera verfügt über 5 Kühlungssysteme und obwohl die 4 Elektromotoren auch die Bremsenergie zurückgewinnen können, setzt man auch auf 390 mm Bremsen vorne und hinten, denn Sicherheit geht natürlich vor. Darum kümmern sich auch die 13 Kameras, die 6 Radarsysteme und die 12 Ultraschallsensoren. Das Torque-Vectoring mit einer Traktionskontrolle ist selbstverständlich serienmäßig mitverbaut und wir müssen nicht erwähnen, dass man hier für knapp 2 Millionen Euro ein Hypercar bekommt, das zum größten Teil aus Carbonfaser besteht, oder? Der Werkstoff, aus dem Rennsportträume sind. Leicht, sicher, aber auch teuer. Ach so, die WLTP-Reichweite, die sind wir euch noch schuldig. Bis zu 550 Kilometer. Doch wer das glaubt, der wird selig, denn mit so einem Fahrzeug versucht man doch sicherlich erst gar nicht die WLTP-Reichweite zu schaffen, oder? Doch wie hoch ist die Chance, ein Rimac Nevera mal zu fahren? Die Antwort steht ja schon im Namen geschrieben. Vermutlich never. Aber träumen ist erlaubt und auch weiterhin kostenlos. Wie findet ihr dieses Geschoss? Schreibt es uns in die Kommentare. Das war Electric Drive,